Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles Rezept für einen leckeren Fanta-Kuchen. Dafür als erstes 6 Eier, 200 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker in eine Rührschüssel geben und mit einem Mixer für 3 bis 4 Minuten richtig schön schaumig schlagen. Wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten dazu: 350 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke und ein Päckchen Backpulver, außerdem 200 Gramm geschmolzene Butter und 200 Milliliter Fanta. Alternativ zur Fanta könnt ihr hier natürlich auch jede andere Limonade verwenden, ganz wie ihr wollt. Alle Zutaten jetzt kurz mit einem Mixer unterrühren, circa 1 Minute, auf keinen Fall zu lange, nur bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und ein glatter Teig daraus entstanden ist. Den Teig anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gießen, eventuell zusätzlich noch einen Backrahmen auf dem Blech platzieren, den Teig gleichmäßig bis in die Ecken verstreichen und dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 20 Minuten goldbraun abbacken. Den fertigen Fanta-Kuchen jetzt aus dem Ofen holen, auf dem Blech etwas abkühlen lassen, danach mit einem Messer einmal die Ränder entlang fahren, anschließend den Backrahmen entfernen und jetzt müssen wir den Kuchen im Prinzip nur noch dekorieren. Dafür stellen wir einen Zuckerguss her, 250 Gramm Puderzucker in eine kleine Schüssel geben, nach und nach esslöffelweise Fanta dazugeben, insgesamt ca. 3 bis 5 Esslöffel und dann einfach verrühren, bis daraus ein schöner Zuckerguss entstanden ist. Den fertigen Zuckerguss anschließend auf den ausgekühlten Fanta-Kuchen gießen, mit einem Löffel gleichmäßig darauf verstreichen und zum Schluss noch ein paar bunte Zuckerstreusel auf dem Kuchen verteilen. So sieht der fertige Fanta-Kuchen dann aus. Anschließend in 15 bis 20 Stücke schneiden, auf Tellern verteilen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.